Genau, weil das ist nämlich viel billiger. Weil wir wollten nämlich nochmal vorbeischauen beim Lakeside Amusement Park. Peoples, wir sind angekommen beim Lakeside Amusement Park, 6,5 Stunden Fahrt. Um das Klientel der Parkbesucher zu beschreiben, wir hatten wieder jemanden mit Fußfessel hier. Glück für das Kind dieser Frau, weil die war mit ihrem Kind hier, dass es einen Freizeitpark gibt, den man besuchen kann. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial! Oh Gott, was ist das denn? All right, folks, you all have fun with the new vlog. Einen wunderschönen guten Morgen aus Utah in den USA. Wir haben gestern Grand Canyon besucht. Wir haben Red Rocks gesehen und haben in einem unfassbar stilechten, richtig stylischen Motel übernachtet, wo man vorsteht, wo man vorsitzen kann, wo man drin sehr gut schlafen kann. Sehr, sehr schönes Zimmer. Das habt ihr im letzten Vlog gesehen. Heute fahren wir viel. Und wer die letzten Videos dieser Tour, der Wildest Tour in the Wilderness gesehen hat, denkt, wie kann man denn das jetzt noch steigern? Wartet ab. Und es gibt 3 Stopps mit Achterbahnen und Ähnlichem. Und wir wechseln den Bundesstaat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder 30 Mal die Zeitzone wechseln. Und was nicht noch alles Verrücktes passiert, das alles und viel mehr jetzt in diesem Video. Vielleicht doch tanken sollen. Ja, wir sind nicht falsch. Wir sind gerade, weil das auf dem Weg lag zu unserem nächsten Ziel,
habe ich gesagt, komm, wir fahren mal zu diesem Four Corners Monument. Das ist No Parking. Das ist der Platz, wo 4 Bundesstaaten aufeinandertreffen. Und das ist einfach so eine... Da kannst du das sogar von hier kurz sehen, oder so, glaube ich. Das kann man nicht sehen, glaube ich, ja. Aber, das ist einfach nur eine Platte im Boden, wo dann steht Texas, Arizona, New Mexico und Colorado. Und das war's. Und du warst dann halt einmal genau da, wo sich alle 4 Staaten angeblich treffen sollen. Wie geht das hier weiter? Achso, normalerweise ist das eigentlich noch mit drin. Aber du bist noch nicht am Four Corners Monument, warte. Ja. Dann kann man dann toll sagen, dass man da mal war. Das hätten wir jetzt auch lustig gefunden. Aber hast du das gut auch drauf? Ich filme das nochmal eben ab. Ich hab's eigentlich drauf. Wie viele gibt es? Und dann kommt jetzt hier die Schlange. Weil das Ding hört erst um 8 Uhr auf. Wo ich mir auch schon denke, okay, ach so, das wird anscheinend irgendwie betrieben. Und dann steht da Fee-Zone, also Gebührenzone. Und wenn du da reinfahren möchtest, musst du pro Person $10 bezahlen. Und dann kannst du dir das Ding da angucken. Haben wir jetzt gesagt, nee. Weil ganz ehrlich, für so eine Steinplatte auf dem Boden jetzt da noch einen Zehner hinlegen. Also Leute. 20. Ja, für jeden Zehner. Also das muss ich mir nicht geben, ne? Also, nee. Und die Landschaft hier ist überall geil. Jetzt sind wir übrigens wieder Welcome to Colorful Colorado. Wir sind in Utah gestartet, waren in Colorado, waren jetzt gerade kurz in New Mexico, sind jetzt wieder in Colorado. Also wir waren quasi an diesem 4-Lane-Dreieck da. Ja, wir fahren jetzt weiter noch 2 Stunden und sind punktgenau an unserem Ziel. Müssen aber noch mal tanken und vielleicht mal was frühstücken. Also, aber das passt schon. Ja, das ist also Touristen, Abzock gibt's überall hier, ne? Ja, also ich finde es jetzt dafür, da ist ja nichts außer diese Platte im Boden, dafür pro Person $10 nehmen, finde ich so frech. Also das ist ja absurd. Das ist ja so absurd wie gestern mit dem Grand Canyon. Vor allem, wenn man dann aber den alten Preis vom Grand Canyon Nationalpark mal sieht, $35 pro Auto. Und hier nehmen sie $10 für eine Steinplatte und da kannst du den ganzen Grand Canyon und weiß ich nicht wie viel Quadratkilometer Nationalpark da sehen. Naja. Noch was? Deswegen fahren wir Achterbahn. Genau, weil das ist nämlich viel billiger. Nee, aber da kriege ich irgendwie gefühlt mehr für mein Geld. Da erlebe ich was, da fahre ich was. Das ist genauso dämlich, keine Frage. Aber ich habe mehr Spaß dabei, als irgendwo zu stehen und zu gucken. Und gefühlt, jeder, der irgendwie sowas macht, steht dann da, ja, macht man ein Foto und ja. Genau das ist es ja immer. Dann guckt man sich das an, ja. Das ist zwar cool, aber ja. Aber jeder, wie er es mag, ne? Genau, Um Gottes Willen. Also wenn ihr das geil findet, dann macht das bitte weiter. Ich meine, wir haben jetzt auch eine gute Zeit gehabt bei unseren Stopps, die wir bis jetzt hatten. Also Aber das jetzt war richtig gut. Das war besonders gut. Naja, aber jetzt haben wir wieder was zu erzählen, ne? Also dafür machen wir es ja auch. Everybody's got a story, from a truth or that don't lie. Bedarf für LKW-Fahrer, Meinungsverstärker, aber hier steht Tire-Nopper drauf. Und ich weiß nicht, warum man seine Reifen mit einem Stock penetrieren sollte. Ich glaube eher, das ist... Before the sun goes down, my rumors learn how to fly. One wrong word in the whispering game, and the truth don't come out the same. Neighbors started sneaking at the back door. Ooh, that girl was always wild. Headlights fading down the dirt road, just a small town, restless child. One wrong word in the whispering game. Leute, wir sind jetzt angekommen. Irgendwie Ewigkeiten gefahren gefühlt. Das ist irgendwie Zeit ist gar nicht rumgegangen, obwohl es jetzt nur 2 Stunden noch waren. Ja, das stimmt. Ein Slice Pizza zwischendurch gegessen und ein paar Wings gab es auch noch on top. Und jetzt sind wir angekommen, sind landschaftlich wieder komplett anders unterwegs als die ganze Zeit. Also das ist echt, wie schnell sich das auch immer verändert, das ist krass. Und haben jetzt einen Alpine Coaster der Firma ADG auf dem Zettel. Die bauen sonst Wasserbahnen auch, also so Rutschen. Und Alpine Coaster, die dafür bekannt sind, auf jeden Fall die wir gefahren sind, ziemlich
schnell, ziemlich wild, ziemlich kurios, ziemlich brutal zu sein. Schauen wir mal. Angeblich muss man festes Schuhwerk tragen. Weißt du, was das jetzt hier kosten wird? Wir hoffen $20 pro Person. Das wäre gut. Das ist viel. Und das ist gut. Das ist schlimm. So, Peoples, der Inferno Coaster von ADG. Aquatic Development Group, Bro hat es eben schon erzählt. Erstmal ziemlich steiler Lift, der auch schon ziemlich ruckelt. Also kann man natürlich auch Distanz aufbauen. Ne? Wow, was eine Technik. Man sitzt ja in ähnlichen Wagen wie bei Wiegand. Vielleicht nur ein bisschen plastikhaftiger. Der Lift war ziemlich steil. Und dann denkt man, der ist zu Ende. Aber nein, dann fährt man ein Stück runter in so eine kleine Helix und fährt dann quasi da wieder weiter hoch. Also man fährt so und dann fährt man da hoch. Und dann geht der Lift einfach da weiter. Das war schon mal interessant. Dann ist oben ein freundlicher Mitarbeiter, der einen begrüßt und einem sagt, dass man die Hebel runterdrücken soll und viel Spaß haben soll. Und dann geht's los. Das Layout fand ich cool. Es ist halt wie bei dem letzten ADG auch. Es ist halt nicht gebogen, es ist geknickt. Aber das macht es irgendwie auch aus. Schon lustig, sehr lang, mega Aussicht und du kriegst auch ordentlich Speed drauf. Vielleicht fühlt sich das auch nur so an wie bei so einer ruckeligen Straße. Dann denkt man auch mal, man fährt schneller, als man eigentlich fährt. Aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und jetzt ist hier auch die Hölle los. Also wir haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Weil jetzt müssten wir, glaube ich, so ein Dreiviertelstündchen warten, wenn ich mir das hier so angucke. Wir sind sehr zufrieden, uns hat Spaß gemacht. Ah ja, genau. Also am Eingang ist so ein Fernseher, den man überhaupt nicht sehen kann. Da ist der Eingang. Man sieht, das ist so eine Blechtreppe. Die Station ist nicht besonders hübsch, auch sehr kurz. Man kennt das ja manchmal von anderen Alpine Coaster. Da würden so mehrere, können sich schon mal hinsetzen und sowas. Also bei der Beladung. Hier ist das nicht so. Hier darf sich immer nur einer setzen und die Station ist ganz kurz. Und wenn du da anstehst, da ist ein Fernseher, den kann man nicht lesen, nicht sehen, weil da ist die Sonne komplett drauf und der wurde mit irgendeinem Schmand Putzmittel geputzt. Man kann gar nichts erkennen, aber man soll da drauf gucken und wenigstens einen von diesen Loops, wo einem erklärt wird, wie das alles funktioniert und auf was man achten muss, bitte gucken. Das wird einem auch von dem Operator gesagt, dass man darauf achten soll, dass man das verstanden hat, wenn man da einsteigt. Ja, und auch wir mussten vorher wieder so einen Waiver unterschreiben, als wir eben das Ticket gekauft haben. Das war aber ganz unkompliziert. Wir haben einfach nur Name und Geburtsdatum der Dame hinter der Kasse genannt und dann hat sie uns unterschreiben lassen. Also wir mussten noch nicht mal lesen, was wir da unterschreiben. Hätten wir aber wahrscheinlich gekonnt. Ja. Thank you. Um Himmels Willen. Oh, Gottes Willen. Oh. Ei. Ei. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Oh. Oh. Oh Gott. Ey, was ist das denn? Hilfe. Oh. 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 Ei, 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 ei. Oh. 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 Oh.
Yeah. Thank you. Yeah. Das Ganze sieht ja auch irgendwie aus wie ein mitteleuropäisches Skigebiet und das nur ein bisschen mit Western-Theming, aber das ist halt einfach authentisch, glaube ich, hier. Es hat ja jetzt wieder $20 gekostet, den Alpine Coaster zu fahren. Es gibt aber auch ein Angebot, das wurde uns eben unterbreitet von einem Mitarbeiter, der hat eigentlich alles Mögliche erstmal erzählt. Also seine Empfehlungen des Tages, und zwar für $49 ein 5-Aktivitäten-Ticket, und dann kannst du nicht nur den Alpine Coaster fahren, also den Mountain Coaster. Es gibt auch den Alpine Slide, das ist eine Wannenrodelbahn in Plastikwanne. Du kannst mit dem Scenic Chairlift fahren, also eine Aussichtsfahrt mit dem Sessellift. Damit macht man Aussichtsfahrten, nicht mit Alpine Coastern. Für alle, die das immer noch behaupten als Bremse auf dem Alpine Coaster, dass das für die Aussicht ist. Nein, das ist nicht, das ist eine Sportanlage. Und man könnte auch dann mit dem Kajak eine Tour machen, das ist irgendwie die Straße noch runter, oder Goldsurfen. Und wenn du jetzt statt den Alpine Goldsurfen machst, ist das, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Goldsurfen kostet. Das ist hier vorne einfach wie so ein Wasserspielplatz. Vielleicht nicht der beste Deal. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Das ist irgendwie wie eine Antenne, glaube ich. Dieses schwarze runde Ding, das dicke. Das habe ich jetzt... Es ist das, was ich dachte. Es ist ein Internetverstärker, Webboost. Das habe ich nämlich bei ganz vielen Autos hier schon gesehen, weil wir sehr oft ohne Internet hier unterwegs sind. Das ist dann auf jeden Fall ein gutes Angebot. Dann hat er uns gewarnt, guck mal, also wir hatten jetzt die letzten 3 Tage immer wieder mit Blitzen zu tun. Und wenn in 10 Kilometer Entfernung ein Blitz detektiert wird, dann müssen die den ganzen Betrieb für eine halbe Stunde einstellen. Sollte dann noch mal einer kommen, verlängert sich das Ganze, es wird dann immer wieder gecheckt. Das haben wir bei der letzten Tour euch auch schon gezeigt, wo wir fast Boulder Dash nicht fahren konnten wegen dieser Regelung. Und die ist auch hier, und die hatten jetzt die letzten 3 Tage das auch. Und dann so 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr war immer so die Zeit, wo das dann zu Problemen geführt hat. Ja, ist auch ein großer Screen da im Kassenbereich, auf dem das dann zu sehen ist. Also, die haben da irgendwie ihren Wetterdienst drauf oder irgendeine Website, wo man das einsehen kann. So, jetzt haben wir, glaube ich, über 5 Stunden Fahrt vor uns und wissen noch nicht mal, ob wir das, was da steht, am Ende fahren können. Ich habe es, wie gesagt, nicht geplant. Jetzt steigen wir ein, die kommt angedackelt, die Frau, weil die auf dem Klo hinter mir war. Und dann fällt der ein, nee, wir fahren jetzt doch nach Denver, wir fahren jetzt nicht zu dem Park mit der Achterbahn. Ich kann das nicht mehr. Gucken, ob wir unterwegs uns doch nochmal umentscheiden. Nee, wir fahren nicht nach Denver. Warum hat das denn keinen Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Ich weiß nicht, ist übrigens die Antwort auf jede Frage. Ja, das ist ja das. Man denkt so, wenn wir das dann nicht fahren können, ist es... Andererseits ist es cool, das zu zeigen, dass es das gibt und was das für ein kleiner Park ist. Aber andererseits sind da auch nur 3 Attraktionen. Wieder andererseits ist es halt irgendwas Besonderes, weil es halt so alt ist. Da ist man hin und her gerissen. Und es ist eine Stunde Umweg und wir fahren so viel Auto und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Weil wir wollten nämlich nochmal vorbeischauen beim Lakeside Amusement Park. Was machen wir denn jetzt nicht? Wir machen jetzt nicht den Pueblo City Park. Da steht so eine ganz kleine Molina & Sons Achterbahn. Und sie hat wohl 30 Fahrer bei Coaster Count, aber keine Ahnung, ob man die als Erwachsener ohne Kind fahren darf. Die Bilder, da sind halt Erwachsene drin oder Videos, wo halt immer ein Kind dabei sitzt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Sonst ist da halt auch nichts. Ne? Vom Achterbahntyp her ist das auch eine Bahn, die typischerweise nur von Kindern gefahren werden darf und oder Erwachsene, die kein Kind begleiten. Vielleicht dazu auch nochmal. Und dass es in den USA immer bei diesen kleinen Bahnen diese Regel gibt, dass Erwachsene nur fahren dürfen, wenn sie ein Kind begleiten. Sonst dürfen Erwachsene nicht fahren. Es gibt dafür die wildesten Begründungen. Unter anderem bremst der Achterbahnzug nicht dann, wenn Erwachsene mit drin sitzen ohne Kind. Auch da stelle ich Fragen. Und auf die Frage, wie der Zug das denn erkennt, ob der Erwachsene jetzt ein Kind dabei hat oder nicht, auf der anderen Seite wurde man dann sauer auf einmal. Wo ich dachte, ja, Moment mal, das ist nicht die Regel, die ich aufgestellt habe. 116 Meilen bleiben wir jetzt auf dieser Straße. Na, Halleluja. Was hatten wir denn noch alles an Regeln? Euch werden die Knie wehtun, deswegen dürft ihr das nicht fahren. Was hatten wir denn noch alles? Also das sind auf jeden Fall schon mal 2 Highlights. Ja, deswegen spricht alles dagegen, dass das funktioniert. Und das ist halt nochmal eine Stunde mehr Fahrerei.
ohne zu wissen, ob dabei was rumkommt oder nicht. Yes, das ist irgendwie. Und ich sag mal, selbst wenn wir die fahren können, lohnt es sich dafür? Ne? Ist halt auch nochmal so eine Frage. Falls ihr jetzt auf irgendeiner Karte noch irgendeine Bahn finden solltet, die wir nicht machen, hat das bestimmt auch seine Gründe. Wobei ich nicht weiß bei demjenigen, der hier was gemacht hat, ob das so ist. Aber wir fahren nicht nach Atlanta, um Funspot America zu besuchen. Wir waren da schon, da war Area Force noch in Bau. Dann hätten wir einmal fast die Chance gehabt, da hinten zu rennen. Er hätte mir aus dem Flughafen raus musste, hatte aber zu viel Handgepäck dabei, was wir nicht irgendwie verstaut gekriegt haben. Und es wäre auch super knapp geworden und super teuer geworden mit dem Uber vom Flughafen weg, dahin und wieder zurück. Also sind wir die Bahn nicht gefahren. Ich gehe schwer davon aus, dass die umgesetzt wird und irgendwo anders wieder aufgebaut wird. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen muss man jetzt auch keinen riesen Hackmack machen, um die Bahn zu fahren, die nämlich in wenigen Wochen geschlossen wird. Aber das habe ich nämlich in den Kommentaren gelesen, ob wir da auch hinfahren. Nein, das ist unglaublich weit weg von hier. Stimmt, ich glaube, manche können das gar nicht einschätzen. Wobei wir fahren jetzt auch Strecken, wo man denken würde, da muss man jetzt nicht hin, wenn man in Texas angefangen hat. Aber okay. Ja, aber das ist ja alles nur dem geschuldet, dass diesmal Grand Canyon, Arizona und so ein Kram wolltest du unbedingt machen und wolltest diese Sightseeing-Geschichten machen. Das ist ja der Grund, warum wir hier hinfahren. Das ist der Grund, warum wir dann diese komischen Sidecounts einplanen, wie ein Inferno-Coaster. Hier fährt da keiner hin. Hier ist ja breit nix. Und deswegen ist dieser andere Park überhaupt erst aufgeploppt, der aber irgendwie keinen Sinn macht, weil diese Bahn wahrscheinlich für Erwachsene nicht zu fahren ist. Ja, Lakeside Amusement Park in Denver. Das ist unser Ziel jetzt. Life Goals. Ich sehe das auch, weil es nämlich da wirklich aussah, unterirdisch. Das war so ekelhaft. Da war ja auf diesen ganzen Getränkeautomaten und Eismaschinen, die waren ja flaumig von toten Insekten, die da drauf geklebt haben. Da waren da zusammengebrochene Fahrgeschäfte, nicht aufgebaute Fahrgeschäfte in Einzelteilen. Dann liegen überall diese Tickets raus. Ja. Die Holzachterbahn fuhr nicht. Warum, weiß keiner. Die fährt aber aktuell wieder. Eine andere Achterbahn machte Testfahrten. Aber nicht mit Leuten, sondern einfach nur ein paar Testfahrten. Aber es gab noch nicht mal einen Weg dahin, der war noch nicht fertig. Der führte so ein Stück Weg hin, aber der war dann mittendrin gekappt. Da fahren wir auf jeden Fall jetzt hin. Das ist auch ganz easy peasy. Das ist mitten in Denver. Ich hasse Denver, das ist echt keine coole Stadt. Und wir sind schon wieder da. Wir landen schon wieder in der gleichen Unterkunft, weil das die einzige bezahlbare da ist. Und man zahlt $5, also es war damals auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, man zahlt $5 Eintritt, kann dann in den Park und mit einzelnen Tickets kann man dann die einzelnen Rides fahren. Und Tickets gibt es dann so Automaten, die kommen dann da raus. Ja, aber das sehen wir gleich. Also. Genau. Bis dahin schauen wir uns noch ein bisschen diese traumhafte Landschaft und die Pferde hier, die hier an der Koppel stehen, an. Wieder ein kompletter Landschaftsswitch. Also wir waren heute schon mit dem Mars Rover auf dem Mars von der Landschaft her. Und jetzt sind wir irgendwie in, keine Ahnung, Kalifornien, so wie das hier aussieht. Also irgendwie ganz komisch. Aber wunderschön. Das ist das Geile an so einem Roadtrip, dass man so viel Zeug sieht hier. Wahnsinn. They know you spent away too long. She wasn't going away forever. Ain't no love quite that strong. One wrong word in the whispering game, and the truth don't come out the same. Everybody's got a story, like a shadow, the truth will fade. Word gets around, we all know how the small town talking game is played. One wrong word in the whispering game, and the truth won't come out the same. People talk, after all, you can't hide in a town that's small. City light to the county hall, you can't hide in a town that's small. One wrong word in the whispering game, and the truth won't come out the same. One wrong word in the whispering game runs down Main like a submarine. People talk, after all, you can't hide in a town that's small. City light to the county hall, you can't
source. Back with the energy, back with the force. Back with the realization, yeah. Every time I do it, of course. This code's not more, still deciphering, still on course. Man, I came through with a private horse. This love's approved endorsed. Yes, I'm back with the source. Back with the energy, back with the force. Back with the realization, yeah. Every time I do it, of course. This code's not more, still deciphering, still on course. Man, I came through with a private horse. This love's approved endorsed. So much pain. Grew up in London, I faced that rain. Peoples, wir sind angekommen beim Lakeside Amusement Park, 6,5 Stunden Fahrt. Entweder bist du Muttersöhne allein und es ist weit und breit kein Mensch. Oder die schleichen sich einen zurecht. Oder jetzt kurz vor der City in den bergigen Straßen noch fahren alle wie die Geisteskranken. Heißt auch, dass wir noch 2 Unfälle kurz vom Ziel gesehen haben. Und jetzt sind wir da in Denver, Colorado. Und am Lakeside Amusement Park. Die haben heute Mittag um 1 geöffnet und haben bis heute Nacht um 2 auf. Das ist auch komplett irre. Wir gucken mal, dass wir erstmal reingehen und mal gucken, wie es da aussieht mit den Bähnchen hier, vor allem mit der Holzachterbahn. Wir haben alles gerade fahren sehen, außer die Bahn, und die sieht echt rumpelig aus wie alles andere hier. Ich bin sehr gespannt. Geiles Fenster, Bruder. Leute, wir waren drin, haben jetzt drin nichts erzählt, weil ihr kennt ja die Policy, hier darf nicht gefilmt werden. Vielleicht haben wir den einen oder anderen schockierenden Schwenk trotzdem mitgebracht. Alter Schwede. Aber andererseits laufen auch Leute mit Brustgurt drin rum und filmen. Man weiß es nicht. Vielleicht war es auch letztes Mal wegen der großen Kamera. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es einen Sticker, dass heute Sonntag ist, dass wir rein dürfen, weil man bezahlt ja $5 pro Person Eintritt in den Park, kann rumlaufen, sich entweder auch ein Wristband holen, mit dem man alles fahren kann, oder einzelne Tickets. Das haben wir dann gemacht, nachdem wir festgestellt haben, die Holzachterbahn ist immer noch SBNO und das seit 3 Jahren steht die Bahn fertig. Inzwischen sind aber Züge da, was ich noch nie gesehen habe, als Ballast zum Testen. Keine Sandsäcke, keine Dummies oder ähnliches, sondern Fässer, Plastikfässer, quer über die Bank. Habe ich so auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja, sehr schade um die Bahn. Ob die irgendwie noch mal aufmacht, man weiß es nicht, weil ganz viel liegt immer noch in Trümmern. Da was wir waren vor 3 Jahren hier, oder? Wir würden sagen, ja. Also was vor 3 Jahren schon in Trümmern da lag, liegt da immer noch in Trümmern. Der Cyclone hinter mir, der fährt inzwischen. Was ist das bitte für eine Gurtkonstruktion? Ich dachte, die schießen es jetzt ins All damit, aber irgendwie auch nicht. Aber schnell unterwegs. Spaßige Bahn, keine Frage. Dann gibt es ja noch so die kleine Maus hinten. Wir haben Einzeltickets uns für den Cyclone erstmal nur geholt. Dann gibt es kein Wechselgeld und ein Ticket kostet 50 Cent. Wir brauchten 12 Tickets, also $6. Plus Tax, warst du bei $6,57 oder was? Kann sie nicht drauf rausgeben und rundet auf $7, die du dann bezahlen sollst. Das auch direkt nochmal ein Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Alle Preise, die irgendwo sind immer ohne Steuern. Die kommen immer noch dazu. Wenn ihr jetzt denkt, okay, wie viel ist das denn? Dann kann ich mir das ja ausrechnen. Nein, das ist überall anders und es ist auf sämtliche Produkte anders und es weiß keiner. Das ist einfach Glück und Überraschung, was am Ende dabei rauskommt. Auch im Supermarkt und so, ne?
Und manchmal kommen Zusteuern auch noch Gebühren, Bearbeitungsgebühren und so ein Quatsch dazu. Das auf jeden Fall erstmal jetzt zu den Tickets, die wir geholt haben. Dann sind wir gefahren und sie kann nicht zählen. Sie hat nicht 12 Tickets abgezählt, sondern 21. Also sind wir dann noch zur Whip gegangen. So ein Oldschool-Fahrgeschäft, was richtig cool ist und richtig viel Spaß macht. Hier ein bisschen rumpelig unterwegs ist. Die haben die Tickets nicht eingesammelt, wollten keine Tickets haben von niemandem. Dann wollten wir mit den Tickets was anderes fahren. Die Maus, 5 Tickets, wir hatten pro Person 4 Tickets. Der Zug, der um den Park fährt, 5 Tickets, wir hatten pro Person 4 Tickets. Also haben wir jetzt noch 8 Tickets übrig. Die Kinderachterbahn darf nicht gefahren werden von Erwachsenen. Die ist nur für Kinder, das ist hier die Policy. Die wurde irgendwann einfach mal festgelegt, weil das wäre unfair Kindern gegenüber, wenn Erwachsene fahren. Und das ist auch unfair, wenn keiner da ist, weil da war nämlich keiner. Wir waren Muttersehen allein, haben noch mal gefragt und er hat gesagt, nee, das ist einfach die Regel hier. Auch wenn hier weit und breit kein Kind ist, darf kein Erwachsener fahren, weil irgendwo auf der Welt wird dann ein Kind wach und denkt, ich bin unfair behandelt worden, es ist ein Erwachsener mit dieser Achterbahn gefahren. Das vielleicht auch noch dazu, dann sieht alles immer noch sehr rumpelig aus, es riecht, überall liegt Müll rum. Um das Klientel der Parkbesucher zu beschreiben, wir hatten wieder jemanden mit Fußfessel hier. Glück für das Kind dieser Frau, weil die war mit ihrem Kind hier, dass es einen Freizeitpark gibt, den man besuchen kann, obwohl Mama nicht weit weggehen darf. Krank. Also das ist wirklich, wirklich wild. Das haben wir jetzt so oft schon gesehen. Also auch in Parks, nicht nur so. Genau. Ich glaube, das ist alles zum Lakeside Amusement Park Update. Ich verlinke euch hier oben gerne den Erstbesuch, den wir hatten. Da haben wir ein bisschen ausführlicher über alles gesprochen. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Das ist echt heiß. Sonne brennt. So, wir müssen noch ein bisschen Softdrinks einkaufen und dann fahren wir endlich mal zum Motel. Der Tag ist ja auch schon spät, wie man sieht. Die Sonne ist ein bisschen tiefer gekommen. Bis gleich. Vorne, nee, 4. Zu 4 vorne und hinten sind noch mehr Leute. So, da ist Oma Fußfessel oder Mama Fußfessel. Nee, Oma Fußfessel. Ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Die ist die Mama von der Mama. Die ist die Mama von der mit der Fußfessel. Ja. Und die ist die Mama von einem anderen Kind. Ja, also das ist auch die Oma. Was ist denn eigentlich mit der Kühlboxflasche? Die ist so leer, dass sie Kraft ja. macht. Ja, das Schild ist halt cool. Ne? Ja. Also der ganze Style ist cool vor dem Park. Das, was jetzt noch vorhanden ist und nicht auseinandergefallen ist. Peoples, ihr sitzt mal wieder in einem Motelzimmer und es ist Motel 6 geworden. Wollen wir eigentlich nicht mehr, aber wir haben erwartet, dass wir ein bisschen später hier ankommen. Wäre ja auch gewesen mit dem anderen Zwischenstopp. Die Kiddie-Bahn, die wir jetzt gerade im Lakeside Amusement Park nicht fahren konnten, die habt ihr, glaube ich, auch gesehen in Aufnahmen. Das ist übrigens eigentlich fast genau das Gleiche, was in dem Park war, den wir jetzt nicht mehr angesteuert haben spontan. Und wir wären da gar nicht hingekommen, denn direkt daneben ist gerade ein riesiger Waldbrand. Die ersten Straßen waren schon gesperrt. Wussten wir jetzt vorher nicht, haben wir dann aber auch noch gesehen, bei der ganzen Recherche auch noch nicht erzählt. Also Waldbrand hätte uns dann auch noch von dem sehr unwahrscheinlichen Count wahrscheinlich getrennt und dann wäre es alles noch viel schlimmer geworden. Was ich ebenfalls im Lakeside Amusement Park nicht gesagt habe und was auch beim Alpine Coast heute so war, auch wieder Free Parking, keine Parkgebühren, sehr schön. Und jetzt sind wir hier in Downtown Denver und sind halt in dem Motel 6 gelandet, wo wir schon mal waren. Jetzt war nicht die höchst aggressive Dame vorne mit ihrem wilden Hund, ist auch noch nicht Nachtschicht, gucken, ob sie noch hier ist, sondern ein anderer crazy Dude und er so, ja, was habt ihr gebucht? Wo ich denke, das muss doch in deinem System stehen, was wir gebucht haben. Dann hat Uschi geguckt und dann so, ja, ein King-Size-Bett, ein Raum, ein King-Size-Bett, 2 Personen. Ah, okay, wollte nur wissen, ob ein Bett oder 2 Betten. Ja, ist egal, ob uns jetzt 1 oder 2 gibt. Ja, ich wollte es nur wissen und dann war das, ja, ist gut. Dann, ja, hier ein King-Size gebucht. Jo, alles klar. Uschi sitzt auf dem Bett, ich sitze auf dem Bett. Das sind 2 Queen-Size-Betten und nicht ein King-Size-Bett. Und wir sind in einem barrierefreien Zimmer. Und irgendjemand steht auf unserem Parkplatz, weil die Zimmer für Rollstuhlfahrer sind abgezählt und dazu gibt es Parkplätze. Wie kann einer auf dem Parkplatz stehen, wenn ich in dem Zimmer bin? Ja, ansonsten abgerocktes Low-Budget Motel 6, aber es war halt jetzt das bezahlbarste für, wir pennen nur kurz und sind wieder unterwegs und müssen irgendwie in Denver einen Zwischenstopp machen, weil wir morgen noch 2 Stops in Denver haben, bevor es dann weitergeht. Ja, wer das Video vom letzten Mal kennt, das Video, sogar 4, wir waren ja schon mal hier und heute war das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Das war aber schon, das war sehr früh,
am Tag, damit das für euch nicht so spät am Tag ist, weil das hier sehr früh am Tag. Und da haben wir das letzte Mal hier in Denver in einer Bar das Finale im NBA, im Basketball gesehen. Und die Denver Nuggets standen das erste Mal überhaupt im Finale und haben es dann auch noch gewonnen. Wilder Abend. In die Bar gehen wir jetzt, um was zu essen und einen Schluck zu trinken. By the way, wenn ihr, was ihr nicht machen solltet, hier ein Bierchen zum Beispiel zischen wollt, müsst ihr 21 Jahre alt sein. Solltet ihr als Kassierer hier anfangen zu arbeiten und wir kommen mit so einem Karton Bier vorbei, könnt ihr das uns nur abkassieren, wenn ihr 21 seid. Oder ihr müsst dann einen Kollegen holen. Hier übrigens war direkt eine Armee an Mitarbeitern vorne, die Kassenzettel kontrolliert haben. Wir waren nämlich gerade noch kurz beim Walmart Getränke holen, haben ja, glaube ich, gesagt, die Softdrinks und haben noch ein bisschen was anderes mitgenommen. Und sogar ein Polizist war auch noch mit dabei, um zum Aufpassen. Geiles Pflaster hier in Denver, also wirklich geil. Das sind übrigens, wenn es mal welche gibt, die Bürgersteige in den USA. Ja, das ist wahrscheinlich auch private. Toll. Danke. Ja, und das ist jetzt irgendwie unser Problem oder so, ich weiß es nicht. Holz, guter Baustoff, Holz. Mach Steinklinker außen an, das ist immer noch Holz. Uschi, Dennis. wo sind wir? Wir sind in der Rocky Top Tavern. Deswegen sage ich das auch nicht. Tap. Ja, Laptop. Ich hatte ein Philly Cheesesteak hier zum Essen. Wir haben 2 Pitcher Bud Light. Und was hast du gegessen? So ein Wrap mit Grilled Chicken. Avocado, Salsa, lecker. Mega. Lecker. Ja, jetzt war hier auch noch irgendwie Summer Basketball Turnier. Das ist auch von Summer League. Ich möchte auch so einen Ring in so einer Box mit so LEDs drin, der sich dann dreht. Und ja, es ist noch eine Runde Billard und wir. Und dann war es das hier auch. Und wie ist hier der Trousers um 9:30? Ist 9:30? 10 nach 9. Und die haben bis Mitternacht eigentlich auf, aber also in der Küche ist nur noch Palaver, aber keiner bewegt sich mehr. Logischerweise will ja keiner mehr was essen. Und die zweite hinter der Bar ist jetzt weg. Es ist nur noch einer da. Nun ja. Also keine tollen, spannenden Bar-Stories, die von euch auch immer eingefordert werden. Aber ich bin auch heute nicht mehr kontaktfreudig. Ist auch okay. Aber witzig ist, auch so eine Bar hat Merchandise. Und was man vielleicht auch wissen sollte, ich weiß, dass viele Feuerwehrfans unter euch sind. Die Feuerwachen haben auch alle Merchandise. Und da kann man dann ranfahren und sagen, hey, yo, ich möchte ein Shirt von euch kaufen. Und dann geht das auch. Fange ich nicht mit an.